Herzlich willkommen! In diesem Video siehst du zwei Heißluftfritteusen, die wir gegeneinander getestet haben. Das erste Modell von Philips und das zweite Modell ist von Klarstein. Insgesamt haben wir uns 3 typische Aufgaben von Heißluftfritteusen angeschaut. Hier die erste, das Pommes zubereiten. Wir haben die Pommes von einer frischen Kartoffel geschnitten, jeweils 400 Gramm pro Fritteuse. Als erstes kommt der Trocknungsvorgang. Die Kartoffeln kommen für 15 Minuten bei 100 Grad in die Heißluftfritteuse und trocknen dort. Das Einfüllen bei der Heißluftfritteuse von Philips haben wir gerade gesehen. Das ist eine Art Schublade, die ich rausziehe und die Kartoffeln reinfüllen kann. Bei dem Modell von Klarstein gibt es einen kleinen Metallkorb. Dieser verfügt über eine Klappe, wo ich die Kartoffeln einfüllen kann. Später in der Fritteuse dreht sich dieser Korb, so dass ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis erzielt werden soll. Das Einfüllen war bei dem Gerät von Philips deutlich leichter. Der Metallkorb bei dem Klarstein-Gerät war etwas zu klein von der Öffnung. Das hat es ein bisschen kompliziert gemacht. Und auch das Einsetzen von dem Metallkorb ist etwas kompliziert. Der Metallstab, der durch den Metallkorb hindurchgeht, muss auf beiden Seiten in eine Öffnung eingeführt werden bzw. draufgelegt werden. Hat man es aber 3-4 Mal gemacht, ist auch das kein Problem. Die Bedienung und das Starten der Heißluftfritteusen ist bei beiden Herstellern sehr gleich. Man stellt die Temperatur und die Zeit ein. Beide Fritteusen verfügen über vorgefertigte Programme. Nach dem Trocknungsvorgang bei 100 Grad ist noch kein Unterschied zu sehen. Nach dem Trocknen kommt etwas Öl zu den Kartoffeln, damit eine gleichmäßige Bräunung gewährleistet ist. Wir haben danach bei beiden Geräten die Temperatur auf 180 Grad erhöht. In die Heißluftfritteuse von Klarstein kann man aufgrund des Sichtfensters jederzeit reinschauen. Das ist sehr angenehm, wenn man die Bräunung kontrollieren möchte. Ein kleiner Zeitsprung und wir schauen uns die fertigen Pommes an und wollen die Unterschiede sehen. Den Anfang macht das Modell von Philips. Über die Schublade ist es wirklich leicht, die Pommes zu entnehmen. Sie befinden sich in einem extra Korb und können einfach ausgekippt werden. Wie wir sehen, sind die Pommes sehr schön braun und kross geworden. Das Entnehmen der Pommes aus dem Gerät von Klarstein ist etwas komplizierter, da der Metallkorb heiß ist und die Pommes über diese Klappe entnommen werden müssen. Hier bei mir auch sind ein paar Pommes daneben gefallen, die ich später wieder aufsammeln musste. Man sieht aber auch schon im Vergleich, dass die Pommes aus dem Gerät von Philips deutlich brauner und krosser geworden sind. Das gleiche Ergebnis hätte man nur erzielen können bei dem Gerät von Klarstein, wenn die Pommes länger drin bleiben. Als nächstes haben wir einen ähnlichen Test gemacht, nur mit Gemüse. Hier brauchten wir keine Trocknung und haben gleich etwas Olivenöl dazugegeben. Kurz einmal durchgemixt und ab in die Fritteuse damit. Beide haben wir auf 200 Grad eingestellt und auf 15 Minuten. Bei Klarstein im Set dabei war ein Gitter und eine Schale, die wir in die Fritteuse einsetzen können. Wir haben uns jetzt gegen die Drehkorb entschieden, um auch einen direkten Vergleich zu haben, da die Philips nicht über diese Funktion verfügt. Bei dem fertigen Gemüse sehen wir, dass das Entnehmen von der Schale, von dem Gerät von Klarstein, wieder etwas komplizierter ist.
Und auch das Gemüse selbst hat nicht so eine hohe Bräunung. Als nächstes wollten wir Brot backen. Dazu habe ich ein einfaches Ciabatta-Brot vorbereitet. Bei beiden Geräten haben wir etwas Backpapier zugeschnitten und in das Körbchen der Fritteuse eingelegt. Es gibt für das Gerät von Philips auch eine separate Backform. Diese lag uns allerdings nicht vor. Daher haben wir die Variante genommen mit dem Backpapier, was aber auch keinerlei Problem war. Möchte man Kuchen zubereiten, braucht man die Form schon, da der Teig deutlich flüssiger ist. Das Einfüllen der Brotteige war wirklich bei beiden Geräten sehr angenehm und problemlos möglich. Das Brot haben wir in beiden Fritteusen bei 200 Grad gebacken und für ganze 35 Minuten. Nach ca. 20 Minuten haben wir einmal in die Fritteusen reingeschaut, um zu gucken, wie das Brot aussieht. Bei dem Gerät von Philips muss man die Schublade leider öffnen, damit man reinschauen kann. Das ist bei dem Gerät von Klarstein etwas angenehmer. Wir haben es aber auch einmal aufgemacht, um das Brot direkt zu sehen. Das Sichtfenster insgesamt ist aber eine gute Sache. Am Ende haben wir das Brot jetzt entnommen und schauen uns das Ganze einmal an. Wir sehen, dass das Brot von dem Gerät von Klarstein eine deutlich rundere Form hat und auch etwas dunkler ist. Und auch insgesamt etwas fester. Wenn wir das Brot nun aufschneiden, sehen wir ein generelles Problem von den Heißluftfritteusen beim Brotbacken. Die Wärme kommt tendenziell von oben. Das sehen wir auch, dass die Lufteinschlüsse auf der Oberseite des Brotes viel größer sind als auf der Unterseite. Die Konsistenz des Brotes war eher weich als hart, aber Ciabatta-typisch. Die Unterseite war bei beiden Broten eher etwas zu weich. Das liegt natürlich daran, dass die Hitze eher von oben kommt. Insgesamt hat mir das Modell von Philips besser gefallen. Die Handhabung war deutlich angenehmer und auch das Frittier- bzw. Heißluftergebnis war deutlich besser. Ob es für einen selbst den preislichen Unterschied rechtfertigt, muss jeder selbst entscheiden, aber auch das Gerät von Klarstein hat sehr gute Ergebnisse erzielt.